Diese Zange braucht jeder. Diese Zange hat 8 Funktionen in einer. Du brauchst nie wieder etwas anderes. Wenn du für dich die perfekte Zange suchst, das ist sie. Wenn du eine Zange verschenken möchtest, das ist sie. Wenn du schon eine Zange hast, kauf sie trotzdem. Du brauchst diese Zange. Denn diese Funktionen, die hier drin sind, sind richtig genial. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Diese Zange spart dir Zeit und Geld, denn normalerweise brauchst du jede Menge andere Zangen, um all das zu machen, was diese Zange kann. Hast du schon viele Zangen? Gar kein Problem. Lass sie im Schrank, wenn du mal was Spezielles brauchst, ist wunderbar, aber wenn du unterwegs bist, ist das hier deine Zange. Hast du noch keine Zangen? Wunderbar, dann sparst du ja wirklich Geld, dann brauchst du die ganzen anderen Zangen eigentlich gar nicht kaufen. Und genau deswegen machen wir heute das Video zu dieser Zange und schauen uns das Funktion für Funktion an. Erste Funktion ist sogar relativ versteckt, da haben wir hier so ein kleines Loch. Hier ist der Drehpunkt und direkt daneben sehen wir dieses kleine Loch. Das heißt, da wo wir am meisten Kraft haben, haben wir hier eine Schneide. Ich muss jetzt mal leicht aufmachen, dann siehst du auch, jetzt geht auch durch. Oh, Moment, so, sonst kannst du auch gucken von der Seite. Und jetzt kannst du Folgendes machen, zack. Aber du kennst auch diese Dosen. Hier sind ja immer diese Schrauben mit dran. Sollte die mal bei dir zu lang sein, kannst du selbst Folgendes machen. Schraube durch und jetzt machst du einfach nur und schon ist die Schraube kurz und du hast so viel Kraft an der Stelle, du musst kaum drücken und kannst die Schraube einfach durchschneiden. Das finde ich schon richtig krass. Dann haben wir hier an der Stelle so eine Art Seitenschneider, womit wir wirklich gut Dinge abschneiden können. Und wir machen das einfach mal hier an der Stelle. Wir nehmen einfach unser Kabel, zack, durch, nochmal, zack, zack und nochmal, zack. Das klappt richtig gut. Was wir natürlich auch machen können, ist ein bisschen die Isolierung hier entfernen. Mach's mal hier, so einschneiden, ja, ihr kennt das ja. Und dann ist das auch schon ab. Das klappt auch richtig gut. Wo wir schon die Isolierung abhaben, haben wir jetzt Folgendes. Wir können jetzt das auch abisolieren. Wir haben hier 3 verschiedene Größen, 1, 2, 3, ja, je nachdem welchen Durchmesser wir haben. Und können jetzt einfach das nehmen, hier ansetzen, so und so. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal in Echtzeit, wie gut und wie schnell das funktioniert. Ich setze es an, ab, nächste Seite, so. Und zwar ran und ab. Bin ja kein Profi hier. Und nochmal ran und ab. Also es ist wirklich genial. Wenn wir jetzt mal was ganz anderes machen, nächste Funktion ist hier vorne, wir haben hier quasi auch eine Spitzzange dran. Und normalerweise ist es ja wirklich so, du müsstest jetzt hier damit das Ganze abnehmen, du hast hier eine Spitzzange, du hast hier ja, deine abisolierte Zange. Das brauchst du alles nicht, weil du hast ja die eine Zange in der Hand. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Ich isoliere das jetzt einfach mal ein bisschen länger ab. So, und jetzt kannst du auch da draus ja, das Ganze nehmen. So, wo haben wir es? Hier. Wir können das Ganze nehmen und können das hier wunderschön ja, rumbiegen ja, und könnten das jetzt, da bin ich ja wirklich nicht der Profi. Das könnte man, da kann der Profi bestimmt besser. Aber auch das kannst du nehmen und kannst jetzt hier, ich zeige es dir mal hier an der Stelle, kannst jetzt hier zum Beispiel eine Schraube durchziehen und kannst jetzt irgendwie festziehen oder. Ob man das heute noch so macht, weiß ich gar nicht, aber das kann die Zange einfach so. Vielleicht ist euch eine Sache aufgefallen. Ich mache die ganze Zeit so. Ich habe hier meinen Finger an der Stelle. Das heißt also, die Zange fällt jetzt hier einfach so runter und wabbelt hier so in der Gegend rum und geht auch einfach so wieder zu. Das ist jetzt sowas, das ist meine Art und Weise, sowas zu benutzen. Ich mag das. Wir haben hier aber eine Feder drin. Diese Feder kann ich einfach von Hand quasi umschwenken ja, zur Seite. Jetzt liegt sie hier vorne und jetzt haben wir wirklich eine Federkraft. Ja, ihr seht jetzt hier, das ist da, dann braucht ihr das nicht mehr, dann könnt ihr so arbeiten. Was euch entsprechend lieber ist, finde ich richtig genial. Das heißt, du hast dieselbe Zange, 2 verschiedene Funktionen, einfach so hier mit dabei. Ich mag das, aber für mich kommt die Feder wieder weg. Das ist schöner so. Schreib mal in die Kommentare, wie würdest du es machen? Nächste Funktion. Du hast einfach nur so ein Kabel, aber nicht so ein Kabel, wie wir eben hatten, sondern ich isoliere das mal einfach ab. Hier ist was Böses drin. Wartet mal. Denn hier drin, Sekunde, denn hier drin ist Folgendes. Hier haben wir ja, ganz viele kleine Adern. So, wenn wir damit irgendwas anfangen wollen, brauchen wir eine Aderendhülse. Also wieder zusammengetüdelt hier. Dann nehmen wir zum Beispiel mal die hier. Wir haben hier eine Aderendhülse, die können wir jetzt hier draufstecken. So, draufgesteckt. Aber wenn wir die jetzt hier, ja, die ist ja lose, die müssen wir festmachen. Und dafür gibt es hier auch eine Funktion. Und die ist hier dran. Wir können einfach das hier reinsetzen. So und zack. Fest. Und schon ist die Aderendhülse drauf, ja, hält und ihr könnt das verwenden. Einfach so mit der Zange, mit derselben Zange, mit der ihr all die anderen Funktionen gemacht habt. Also ist das genial oder ist das genial?
Du bist unterwegs, du hast keinen Schlüssel, musst aber irgendwie diese Schraube da festziehen. Dann kannst du natürlich hier die Kombizange nehmen und fängst an, das hier so irgendwie so festzutüdeln. Aber wir haben ja keine Kombizange dabei, denn wir haben ja nur eine Zange dabei und dafür kannst du auch diese Zange nehmen. Denn wir haben hier das Ganze speziell geformt, hier an der Stelle, dass man es genau so nehmen kann. Und dann können wir hier unsere Zange ansetzen, ja, und können dasselbe auch hier machen. Ja, funktioniert ohne Probleme. Ja, und auch diese Funktion haben wir hier drin. Wenn es jetzt mal ein bisschen größer ist, geht es natürlich auch hier vorne. Auch damit können wir natürlich eine Schraube anziehen. Ja, da hinten ist aber so geformt, dass es hier echt schnell geht. Krass. Jetzt noch eine Sache, die eigentlich gar nicht so offensichtlich ist, vielleicht manche auch gar nicht kennen, die diese Zange haben, nämlich folgendes. Wenn wir uns die Zange jetzt von oben anschauen, ist sie hier abgerundet, um das, was wir vorhin gemacht haben, hier dieses Biegen machen zu können, weil dazu brauchst du ja hier so eine gewisse Biegung und biegst das ja hier so um die Zange auch drumherum. Ja? So, wir machen es nochmal so ein bisschen hier. Ja, daran erkennt man das. Also da kannst du es schön rumbiegen. Auf der anderen Seite hast du es aber abgeflacht und mit relativ scharfen Kanten hier. Also da kannst du nicht dran schneiden, aber doch eine relativ scharfe Kante. Damit kannst du zum Beispiel sowas machen. Du hast hier deine Dose, möchtest hier das Kabel rein tun, dann einfach reingedrückt und jetzt können wir das hier entgraten mit der Seite. Wir gehen hier einfach so ein bisschen durch, ja, und haben hier wirklich, das ist ja irre. Ja, ihr seht, hier ist auch das Material dran, weil ich es wirklich hier ein bisschen abgetragen habe. Könnt ihr das Kabel einführen und damit arbeiten. Im Zweifel, wenn du irgendwo mal so ein bisschen rein musst und da hast ein bisschen Putz, ein bisschen Reste, irgendwas, kannst du da wirklich auch schön mit ranarbeiten oder schön Dinge entfernen. Das ist schon echt erstaunlich. Coole Sache, aber pass auf, was du da machst, damit du nicht in die Schneiden hier reinkommst. Ihr wisst ja, am Ende des Videos ziehe ich immer noch mal ein persönliches Fazit. Mein Fazit ist, ich will diese Zange haben. Das ist jetzt meine, die nehme ich jetzt mit. Und dann ist gut. Und für euch habt ihr sie schon mega gut, dann habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Dann kauft sie nochmal, vielleicht für die andere Werkstatt oder schenkt sie jemandem, der sie noch nicht hat. Habt ihr sie noch nicht? Dann lasst euch beschenken oder kauft diese Zange. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie natürlich der ehrliche Preisvergleich. Da seht ihr, wie teuer sie aktuell ist oder wie günstig sie auch aktuell ist. Und ich finde es echt gut, dass man nicht mehr so viel rumschleppen muss. Ich bin davon voll überzeugt. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare und solange ran an die Zange und bis zum nächsten Mal.